Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Heute wollen wir euch die Installation eines Shopsystems vorstellen, das in unserer bisherigen Kanalhistorie eher in den Hintergrund gerückt ist. Die Rede ist von Oxid eSales bzw. dem Oxid eShop Shopsystem. Um das zu installieren, könnt ihr entweder die Google-Suche befragen oder aber den Link in unserer Beschreibung folgen. Hier seht ihr schon, dass es zwei verschiedene Varianten gibt, den Online-Shop zu installieren. Wir entscheiden uns für die zweite Variante, den manuellen Download. Das heißt, ihr ladet euch die dafür notwendige Datei herunter und entpackt diese auf eurem Server. Das kann ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Befinden sich dann nun die Dateien auf eurem Webserver, ruft im Browser eure Domain auf. Nun sollte die zu sehende Seite bei euch identisch aussehen. Wir können uns also davon überzeugen, dass unser System für diese Oxid eShop Version kompatibel ist. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, kann euch die Legende unten weiterhelfen, die Ursache eures Fehlers zu ergründen. Anschließend beginnen wir den Setup-Prozess, tragen das Hauptlieferland und die dementsprechende Sprache ein und können für uns selbst entscheiden, wie das Update-Verhalten und die Datenübermittlung zu handhaben sind. Weiter geht's mit Shop-Installation beginnen. Der Lizenzvereinbarung müsst ihr zustimmen und im weiteren Schritt die relevanten Daten eurer Datenbank eintragen. Demo-Daten sind in unserem Fall praktisch, da wir mit diesen in den nächsten Videos arbeiten können. Nun wird die Datenbank automatisiert erstellt. Anschließend eine gültige E-Mail eintragen und für euch ein sicheres Passwort festlegen. Wenn ihr ratlos seid, empfehlen wir die Seite passwordgenerator.net. Hier könnt ihr für euch auswählen, wie sicher ihr euer kryptisches Passwort haben wollt und dieses randomisiert generieren lassen. Speichert die Daten und fertig ist der Installationsprozess. Wie ihr seht, ist euer Shop-Frontend aktiv, aber auch das Backend eures neuen Oxid eShops funktioniert einwandfrei, wenn ihr die eben gespeicherte E-Mail und das zugehörige Passwort eingebt. Ich hoffe, bei euch hat es ebenfalls einwandfrei funktioniert. Wenn ihr bereits Erfahrungen mit dem Oxid eShop gesammelt habt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Sollten weitere Probleme aufgetreten sein oder es Anliegen bezüglich Oxid geben, die über die Installation hinausgehen, könnt ihr gerne oben rechts einen Termin mit den Experten von eBakery ausmachen. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg mit eurem Shop. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.